Hallo Spirituosenfreunde! Grape of the Art hat mal wieder zugeschlagen. Wenn Sascha Junkert abfüllt, dann hört die Spirituosenwelt hin. Heute im Glas ein 20 Jahre alter Domaine de Pelot aus dem Tenerez. Komplett schwarz, extrem limitiert. Wir schauen, was das flüssige Gold kann. Es ist heute die Abfüllung von der Domaine de Pelot und falls ihr jetzt hier regelmäßig meine Reviews verfolgt, dann könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, wir hatten vor noch gar nicht allzu langer Zeit auch hier einen Domaine de Pelot aus 2005, auch wie die heutige eine reine Feuille Blanche Abfüllung, aber es handelt sich hierbei um ein anderes Fass. Sie sollen sehr ähnlich sein vom Stil her, lassen wir uns mal überraschen, denn der war damals wirklich sehr gut. Falls ihr das Review dazu nochmal sehen wollt, ich blende euch den Link hier oben einmal ein. Schaut dort gerne mal rein und wir starten jetzt mit dem Review und mit dem Blick zur Flasche, denn es ist ja der typische Grape of the Art Stil, allerdings wie gesagt hier jetzt das Ganze komplett in schwarz, diese typische ja eigentlich Festivalabfüllung, welche wir von Grape of the Art kennen. Es gab da so ein bisschen Lieferprobleme mit der Abfüllung, deswegen kommt das Review jetzt auch etwas später wie ursprünglich geplant, aber wie gesagt dieser wunderschöne Stil von Grape of the Art können wir hier ebenfalls erkennen. Und natürlich schauen wir auch noch kurz auf die Zahlen und Fakten jetzt von der Abfüllung. Und so haben wir jetzt den Armagnac heute von der Domaine de Pelot. 2005 wurde er destilliert, 2026 abgefüllt. Er ist also somit 20 Jahre alt. Wir haben hier den Armagnac aus dem Tenerez. Es ist eine Abfüllung eben heute von Grape of the Art. Wir haben eine Einzelfassabfüllung mit der Fassnummer 21. Wir haben die Traubensorte Feuille Blanche. Der Keller, in welchem die Armagnac bei der Domaine de Pelot reifen dürfen, ist ein feuchter Keller. Es sind natürlich keinerlei Zusätze in diesem Armagnac. Wie üblich bei Grape of the Art wurde das Ganze auch in Fassstärke abgefüllt. In dem Fall sind es 49,5%. 70 cl Flaschengröße ergibt insgesamt 225 Flaschen zu einem Preis von jeweils 115 €. Ab ins Tasting. Und ich habe jetzt gerade noch mal ganz kurz nachgesehen, weil es mich auch interessiert hat. Der andere Pelot von 2005, wo ja bei den Highlights vom Festarmagnac dabei war, hatte 94 Punkte und es war allerdings eine 2023er Abfüllung, das heißt ja, so 2 Jahre ungefähr jünger. Ja, bin mal sehr gespannt. 2 Jahre, macht das was aus? Schauen wir einfach mal, was der jetzt hier uns zeigt. Farbe, intensiver Farbton finde ich tatsächlich, sowas Richtung leichtes Mahagoni, so ein tiefer Bernsteinton, richtig sattes Bernstein. Ich meine, das haben wir ja wie gesagt so 20 Jahre und da erwarte ich mir jetzt bei so einem dunkleren Farbton, den er nach 20 Jahren schon hat, doch vielleicht ein bisschen schon auch was vom Fass. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir riechen mal. Also sofort dominant für mich ist eine Vanille-Marzipan-Kombination. Und dann ist es aber auch ja, so eine schöne getrocknete Mango in Kombination mit leichten Zitrusaromen. Vielleicht etwas Zitronenmelisse. Vielleicht aber auch ja, so ein bisschen was wie einen schönen Zitronenkuchen. Also dieser richtig süße, saftige Zitronenkuchen mit vielleicht so einer weißen Glasur noch oben drauf. Das ist so die Assoziation, die ich jetzt so im ersten Moment habe bei diesem Armagnac. Ja, das sind schon so die Aromen und vielleicht noch so ein bisschen was von Nelken. Also es ist schon ein bisschen was vom Fass da, aber jetzt in der Nase noch nicht so intensiv. Einfach sehr süß, fruchtige Nase mit diesen Zitrusaromen, sehr schön. Ja, dann probieren wir mal Santé. Oh, Geschmack ist es halt wirklich absolut meins, wunderschön. Hier richtig süß, sowas von süffig, unglaublich. Richtig schöne Honignoten sind da. Eine recht intensive Vanille für mich hier im Geschmack drin. Orangenmarmelade ist da. Sogar eine leichte, ja, florale Note habe ich gefunden in Form von einem Jasmin. Wirklich sehr dezent, aber so eine ganz leichte Jasminnote vielleicht noch im Geschmack. Und das Ganze unglaublich dennoch weich. Leicht würzig, so eine ganz leichte prickelnde Würzigkeit ist drin im Geschmack. Ja, und vielleicht findet man auch so eine ganz leichte Sandelholznote, wenn man möchte, im Geschmack. Sehr schön. Und im Abgang, es ist nicht unendlich lang, aber so ein mittellanger bis langer Abgang vielleicht. Karamell, richtig intensives Karamell kommt jetzt hier rein. Und dann ist es vielleicht etwas wie Kakao. Ein bisschen getrocknete Mango nochmal, wie ich sie so in der Nase so ein bisschen hatte. So eine ganz leichte Nussigkeit, aber wirklich nur ein Hauch von der Nussigkeit in Form von so ein paar schönen Pinienkernen. Sehr schön. Also auch hier im Abgang das Ganze angenehm, keine Bitterkeit drin. Einfach auch hier eine schöne, leichte Würzigkeit im Abgang. Also sehr schön auch hier der Abgang. Wunderbar. Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dieser 2005er Jahrgang so hatte, aber
es muss ein unglaublich sensationell guter Jahrgang für die Foy Blanche Traube gewesen sein. Dieser Armagnac ist auch einfach nur Weltklasse. Ein Weltklasse Armagnac, wunderschön, tolle Aromen. Also ich meine jetzt, wenn ich ihn jetzt mit diesem anderen 2005er vergleiche, ich würde behaupten, der hatte vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zitrusaromen, aber die schenken sich wirklich jetzt nicht viel. Klar, es sind auch hier 2 Jahre längere Reifezeit. Je nachdem, wo das Fass dann auch gelagert wurde, vielleicht war es ein bisschen niedriger oder ja, dann kann das schon Veränderungen natürlich mit sich bringen. Er hat natürlich ein bisschen was vom Fass mitbekommen, ja, habt ihr jetzt ja gehört, aber es ist nicht zu viel, es ist wirklich schön ausgeglichen das Ganze noch und deswegen ist es für mich auch eine unglaublich herausragende Abfüllung. Wir blicken noch ganz kurz auf die Punkte am Ende. Wir haben hier 23,5 für die Nase. Für mich vielleicht das kleine Highlight, wenn man möchte, war der Geschmack. Ich fand ihn so super im Geschmack, also da war es einfach genau meins. Traumhaft, 24 für den Geschmack, 23 gebe ich ihm für den Abgang. Ja, da dürfte vielleicht noch so ein Ticken mehr noch hinten raus Intensität haben und 23,5 für solch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, für diese tolle Qualität, für diesen wunderschönen Armagnac. Und dann haben wir auch hier 94 Punkte. Ich gebe ihm das gleiche Ergebnis wie dem anderen, weil ich mich jetzt nicht traue zu sagen, der ist jetzt besser oder der ist besser. Nein, also da müsste man vielleicht auch nochmal wirklich beide gegenüberstellen, aber für mich ist er auf diesem Niveau wie auch der andere, da schenken sie sich nichts meiner Meinung nach. Beides herausragende Abfüllungen gewesen vom Château de Pelot. Mal schauen, wie lange sich die Abfüllung hält. Bei dem Preis könnte ich mir vorstellen, dass die Nachfrage schon entsprechend groß sein wird. Bin mal sehr gespannt. Ja, und dann lasst mich auch noch gerne wissen, sofern ihr ihn dann probiert habt. Ich habe ihn ja auch auf der Messe in Stuttgart schon probieren dürfen. Oder ihr bestellt euch eine Flasche, probiert ihn, dann lasst mich mal unbedingt wissen, wie er euch schmeckt. Haut es gerne mal in die Kommentare rein. Ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben da zu lassen und auch ein Abo von meinem Kanal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.